Thema heute: Fesselung, wenn die gegnerische Figur nicht ziehen darf. Nicht vergessen, abonnieren, liken und die Glocke aktivieren. Es gibt 3 Arten der Fesselung. Schauen wir uns jede einzelne an. Erste Art: Fesselung an den König. Das nennt man die absolute Fesselung. Schau dir diese Stellung an. Der weiße Turm auf E2 greift die schwarze Dame auf E5 an. Dahinter steht der König auf E8. Die Dame darf nicht wegziehen, denn dann stünde der König im Schach und das ist verboten. Deshalb kann die Dame nicht fliehen und geht verloren. Zweite Art: Fesselung an Material. Hier spricht man von einer relativen Fesselung. Der weiße Läufer auf F4 fesselt den schwarzen Turm auf E5, weil hinter ihm die wertvolle Dame auf C7 steht. Schwarz darf den Turm zwar wegziehen, es ist nicht verboten. Aber es wäre sehr unklug, dann wäre die Dame ungeschützt und könnte geschlagen werden. Darum bleibt der Turm besser stehen. Dritte Art: Fesselung an ein Feld. Das ist die tückischste. Der weiße Turm auf E1 greift den schwarzen Springer auf E3 an. Wenn der Springer wegzieht, wird das Feld E8 frei und dort droht sofort Schachmatt. Darum darf der Springer nicht weg, sonst verliert Schwarz die Partie. Jetzt bist du dran. 2 Aufgaben: Erkennst du die Fesselung? Aufgabe 1. Weiß ist am Zug. Welcher Zug fesselt die Dame? Du hast 5 Sekunden. Läufer F4. Der Läufer geht auf F4 und siehst du das? Die Diagonale F4, E5, C7. König und Dame stehen auf einer Linie. Die Dame auf E5 ist gefesselt. Sie kann nicht ziehen, ohne den König freizugeben. Weiß gewinnt die Dame. Aufgabe 2, etwas kniffliger. Wie fesselt Weiß den schwarzen Turm? Du hast 8 Sekunden. Läufer B3. Der Läufer schlägt die Diagonale B3, C4, F7 auf. Der Turm auf C4 steht jetzt zwischen dem Läufer und der Dame auf F7. Der Turm kann nicht ziehen, sonst verliert Schwarz die Dame gratis. Weiß gewinnt mindestens eine Figur. 2 Fesselungen gemeistert. Denk immer daran, suche Linien, auf denen 2 gegnerische Figuren hintereinander stehen. Dein Läufer oder Turm macht sie dann bewegungsunfähig. Abonniere den Kanal für mehr Schachtaktiken und schreib in die Kommentare, welche Fesselung du am besten fandest.